Als die kostengünstigste 3D-Drucktechnologie auf dem Markt ist FDM eine hervorragende Wahl für schnelles und günstiges Prototyping, was für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Wie bei allen Fertigungsmethoden gibt es auch bei FDM einige Einschränkungen. Hier werden wir 3 Einschränkungen zeigen und Methoden erläutern, die in der Entwurfsphase implementiert werden können, um deren Auswirkungen auf die Druckqualität zu begrenzen. Bridging in FDM tritt auf, wenn der Drucker zwischen 2 Stützen oder Ankerpuppen drucken soll. Da es für die erste Schicht keine Stützung gibt, da gibt es ja nichts, auf das aufgebaut werden könnte, und es erforderlich ist, eine Lücke zu überbrücken, neigt das Material dazu, durchzuhängen. Brücken treten am häufigsten in horizontalen Achslöchern in Wänden, in Objekten oder in oberen Schichten von hohen Teilen auf. Lösung: Man verringert den Abstand der Brücke, was das Design das erlaubt. Brücken bis 5 mm können problemlos gedruckt werden. Man fügt Stützstrukturen hinzu, um einen Durchhängen zu vermeiden. Häufig kann die Zerlegung des Modells dieses Problem lösen und auch seine Komplexität verringern, was Kosten und Zeit spart. Überhänge, die eine große Menge an Stützen benötigen, können entfernt werden, indem einfach eine komplexe Form in Abschnitte aufgeteilt wird, die dann einzeln gedruckt werden. Falls gewünscht, können die Abschnitte nach Abschluss des Drucks zusammengeklebt werden. Ein Überhang kann, abhängig vom Material, normalerweise ohne Qualitätsverluste bis zu 45 Grad gedruckt werden. Bei 45 Grad wird die neu gedruckte Schicht von 50% der vorherigen Schicht gestützt. Dies ermöglicht genügend Stützung und Haftung. Über 45 Grad sind Stützstrukturen erforderlich, um sicherzustellen, dass die neu gedruckte Schicht aus der Düse nicht ausbaucht. Ein weiteres Problem beim Drucken von Überhängen ist Curling. Die neu gedruckte Schicht wird an der Kante des Überhangs zunehmend dünner, was zu einer unterschiedlichen Abkühlung führt, die bewirkt, dass sie sich nach oben verformt. Wichtige Entwurfsüberlegungen für dieses Problem: Einschränkungen bei Überhängen können durch das Stützen von Wandwinkeln über 45 Grad beseitigt werden. Bei größeren Überhängen sind dort, wo Stützstrukturen erforderlich sind, auf der endgültigen Oberfläche Unebenheiten sichtbar, sofern sie nicht bearbeitet werden. Ecken: Da die Druckerdüse in FDM kreisförmig ist, haben Ecken und Kanten einen Radius, der der Größe der Düse entspricht. Das bedeutet, dass solche Merkmale niemals perfekt quadratisch sein werden. Für scharfe Kanten und Ecken sind die ersten Schichten eines Druckes besonders wichtig. Die Düse druckt jede Schicht und komprimiert dabei das Druckmaterial, um die Haftung zu verbessern. Die erste Druckschicht wird dadurch aufgeweitet, was oft als Elephant's Foot bezeichnet wird. Ein anderes Problem, das häufig bei der ersten Druckschicht eines FDM-Drucks auftritt, ist das Verziehen. Die Basisschicht ist die erst gedruckte Schicht und kühlt ab, während die anderen heißen Schichten obendrauf gedruckt werden. Dies führt zu einer unterschiedlichen Kühlung und kann dazu führen, dass sich die Basisschicht zusammenzieht und sich deswegen von der Bauplatte etwas löst, also Curling auftritt. Das Hinzufügen von 45 Grad Phasen oder Rundungen entlang der Kanten eines Teils, die in Kontakt mit der Bauplatte stehen, reduziert die Auswirkungen dieses Problems und erleichtert auch das Entfernen des fertig gedruckten Teils von der Bauplatte.